Mein Name ist Taner Öztürk. Ursprünglich komme ich aus Bielefeld. Bin seit 2011 als Managing Director in der Schletter Energy tätig. Wir haben eigentlich mit Schletter die ersten Systeme in die Türkei gebracht. In der Türkei gibt es hauptsächlich Flachdächer. Den klassischen Ziegeldach, wie es in Deutschland gibt, den gibt es da nicht. Große Gebäude, große Industriegebäude, das sind halt spezielle Foliendächer. Und da muss man halt speziell mit Ballastsystemen arbeiten und die Anwendung ist dann anders. Darum haben wir auch spezielle Produkte dann für den türkischen Markt. Ein großes Projekt, was wir letztes Jahr realisiert haben, war das große Gebäude von Mercedes-Benz. Das ist eine Truckfabrik in der Türkei und da haben wir eine 6 MW Ballastsystem aufgebaut. Mercedes und die Kunden sind sehr zufrieden. Mit dieser Anlage werden sie wahrscheinlich 15–20% von der eigenen Energie halt genutzt werden. Groundmount gibt es auch in der Türkei. Bis jetzt Schluss 2023 hatten wir 11 Gigawatt in der Türkei installierte Leistung und bis 2028 sollen 30 Gigawatt komplette Energie aus Solar produziert werden und das ist halt ein großes Ziel und wir haben halt auch in der Türkei Firmen, die dieses Ziel dann erreichen wollen und auch gute Projekte in der Pipeline haben. Nach den Jahren, also nach den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, haben wir auch in der Türkei jetzt eine eigene Fabrik gegründet, 5000 Quadratmeter. Wir werden dann halt Solarsysteme dort produzieren und dann von der Türkei aus für die anderen Niederlassungen produzieren und halt aus der Türkei dann verschiffen. Und auch jetzt mit dem Suezkanal, wo es Probleme gibt, über halt Asien nach Europa. Wie gesagt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, auch mit dem LKW über Land und auch mit dem Schiff und mit Eisenbahn. Also wir können dann auch über Nordafrika und auch direkt nach Amerika aus der Türkei liefern, da gibt es keine Zölle. Letztes Jahr halt das große Erdbeben in der Türkei und in diesen Gebieten hatten wir 4 Kunden, die auch vor Ort mit unserem System viele Anlagen realisiert haben. Nach dem Erdbeben war halt ein totales Chaos. Wir als Schletter haben halt auch unsere Kunden damals mit unserem System nochmals unterstützt, dass sie halt zumindest kleinere Systeme aufbauen konnten, dass sie halt die Energie wieder vor Ort in Anspruch nehmen konnte und das war auch mit unserem Partner eine große Hilfe, weil das war echt nicht eine leichte Situation nach dem Erdbeben in der Türkei.